Welcome back, guys, and welcome to BPTS. Mein Name ist Fenrir Fuchs und in der Krise stationär zu bleiben, ist ein Todesurteil. Law and Order bricht in den ersten 72 Stunden nach Kriseneintritt zusammen. Und damit beginnt der Überlebenskampf für dich und deine Liebsten. Denn die Gewalt und Plünderung setzt praktisch zeitgleich ein. Und deswegen befassen wir uns heute mit der Fluchtroutenplanung. Unsere Bevölkerungsdichte ist derartig hoch pro Quadratmeter, dass eine gewaltsame Plünderung auch in Deinheim leider das wahrscheinlichste Szenario ist. Daher ist die logische Konsequenz natürlich Flucht. Denn so schützt du dich und deine Liebsten mal am besten. Für mich persönlich als Familienvater ist das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber leichter gesagt als getan. Du wirst im Folgenden sehen, dass es einiges zu beachten und zu wissen gibt, wenn du deine persönliche Fluchtroute planst. Also dranbleiben. Aber schön eins nach dem anderen. Und um eine Fluchtroute zu planen, musst du auch erstmal wissen, wohin es geht. Wohin fliehst du eigentlich? Wohin willst du fliehen? Und hier wartet auch schon der erste lebensgefährliche Stolperstein auf dich. Wo werden denn die allermeisten hinfliehen? Der Mensch zieht sich aus psychologischen Gründen in aller Regel in vertrautes und bequemes Gebiet zurück. Also müssen wir uns ganz kurz anschauen, wohin gehen denn die meisten Deutschen in aller Regel? Und das ist bei uns die südliche und die westliche Region. Da, wo es eben warm ist, da, wo es schön sonnig ist, da, wo es angenehm ist. Wir können also davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen in diese Regionen abwandern wollen, sobald sie fliehen oder sich umsehen. Bedeutet, alles westlich und alles südlich von Deutschland kommt nicht in Frage. Anders gesagt, genau diese Länder sperren Tür und Tor als erstes ab bei hohen Anderen. Bedeutet für uns im Umkehrschluss, dass die breite Masse den Osten und den Norden meiden werden. In der Konsequenz sind hier natürlich deine Chancen, an den Grenzen nicht geblockt zu werden, einfach am höchsten. Aber noch ein weiterer, ganz essentieller, lebensgefährlicher Aspekt spielt hier mit rein. Denn die Straßen werden nicht so ohne weiteres passierbar sein in der Krise. Der eine Teil will nicht, dass du das Land verlässt. Und der andere, alles, was du bei dir hast. Oder Schlimmeres. Auf den Hauptstraßen Militär, auf den Nebenstraßen Plünderer. Vor allen Dingen Richtung Süd und West, aber das zählt leider ganz grundsätzlich für alle Straßen bei uns. Ergo werden wir leider im schlimmsten Fall nicht viel Strecke im Fahrzeug zurücklegen können. Abhängig davon, ehrlicherweise, wie früh du erkennst, wann es Zeit zu gehen ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, zu wissen, wann sollte ich meine 7 Sachen packen und das Weite suchen. Meine Empfehlung, Abo und Glocke aktivieren. Und wenn ich meine Familie in Sicherheit bringe, benachrichtige ich mein Wolfpack sofort. Und diese Nachricht solltest du natürlich logischerweise nicht zu spät sehen. Nur ein Tipp, aber entscheide selbst. Jetzt weißt du, in welches Land es gehen soll und wann du es tun solltest. Also widmen wir uns jetzt der Frage, wie du es tun solltest. Dafür gehen wir auf Google Maps und suchen uns erstmal die Location raus, an der du beheimatet bist. Wir wissen ja, Richtung Süden, Richtung Westen ist eine schlechte Idee, in der Konsequenz Norden und Osten deutlich schlauer. Hier kommt schon ein weiterer Tipp für dich. An der Stelle kann ich dir Komoot ans Herz legen. Ist eine App für Wanderer, für Trekking, für Biking und dergleichen, mit der man sich selbst Routen bauen kann. Gehst du drauf, nimmst dir deinen Standort. Ich habe jetzt als Beispiel einfach mal Hamburg genommen und gibst von Hamburg aus ein, wo willst du denn eigentlich hin? In aller Regel wollen wir direkt über die Grenze. Das bedeutet, für uns ist Ziel Nummer 1 erstmal so schnell wie möglich aus dem Land zu kommen. Ja? Das ist das A und O. Wir wollen möglichst schnell die Gefahrenzone hinter uns lassen, die sich Deutschland nennt. Erstmal, ich suche nach dem Marker Hauptstraße. Sollte die Hauptstraße frei passierbar sein, ist das natürlich unser schnellster Weg nach draußen. Ergo dessen möchte ich, dass meine Route irgendwo an der Hauptverkehrsader entlang fließt. Wäre in dem Fall die A7. Dann möchte ich zusätzlich, dass das Ganze möglichst nicht in Stadtnähe ist, sodass ich im Worst Case die Möglichkeit habe, auch auf den Landweg das Ganze zu passieren. Ja. Zusätzlich
ist es natürlich immer eine feine Sache, wenn das eine nicht geht und das andere aus diversen Gründen ich vielleicht die Möglichkeit habe, das Ganze durchs Gewässer zu durchqueren. Und die Möglichkeit hätte ich hier ebenfalls. Oder last but not least, das wäre die Worst-Case-Methode. Wenn hier gar nichts geht, dann könnte ich am Ende vom Tag auch hier bei Nacht und Nebel drüber. Jetzt stellt sich die Frage, bei dem Wie komme ich drüber? Natürlich auch, zu welcher Uhrzeit soll ich denn damit beginnen? Hier ein ganz einfacher Tipp. Die meisten Menschen sind inaktiv in der Zeit vor Morgendämmerung, dann, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Da sind die meisten Augen zu. Ich würde daher empfehlen, sich genau um diese Uhrzeit auf die Socken zu machen. Irgendwo in aller Regel zwischen 4 und 5 Uhr morgens solltest du das geringste Risiko auf Widerstand haben, beziehungsweise auf Aggressoren. Kommst du aus der städtischen Gegend, wie in diesem Szenario Hamburg, ist es essentiell, dass du herausfindest, wie kommst du denn von deinem Wohnort außerhalb der Stadt. Dafür empfehle ich dir mehrere Wanderungen von deinem Wohnort in die Himmelsrichtung, in die dich dein Ziel führt, und zwar durch Nebenstraßen. Ja, um herauszufinden, auf welchen Straßen ist am meisten los, wo sind die meisten Menschen, und auf der Basis kannst du dann deine Route zusammenbasteln, wie du auf der Stadt rauskommst mit möglichst wenig Menschenkontakt. Zu der Uhrzeit, die ich dir gerade genannt habe. Wir wollen nach Padborg. Und jetzt gibt uns das ganze Komoot-Ding hier am Ende schon vom Tag eine Wanderroute an. Die habe ich hier angegeben. Man kann sich auch für andere Sachen entscheiden, wenn man sagt, okay, ich will das Ganze auch mit dem Fahrrad machen, weil ich da ziemlich fit bin, dann kannst du das natürlich entsprechend upgraden. Jetzt ist es wichtig, dass wir bei der Route uns natürlich anschauen, wo führt die denn lang? Wir sehen schon, es führt uns aus Hamburg raus. Würde mir jetzt nicht so ganz gefallen. Ich würde sagen, okay, ich möchte den direkten Weg hier unten, hier rüber, weil ich mich möglichst nah an der Hauptverkehrsader aufhalten will. Wäre die blockiert, switche ich natürlich auf Nebenstraßen. Beim ersten Anzeichen von Widerstand auf Nebenstraßen switchen. Sobald wir auf Widerstand in den Nebenstraßen treffen, switchen wir sofort auf freies bzw. bewaldetes Gelände und setzen das Ganze auf den Fußweg fort. Und da sehen wir eigentlich schon in der Routenplanung, das hat uns nur Wanderrouten rausgenommen, begehbare Routen, bei denen wir natürlich möglichst wenig Menschenkontakt haben, und die führt schon relativ straight hier an der Hauptverkehrsader lang. Angenehm. Und hier könnt ihr euch die nochmal ein bisschen genauer anpassen. Ich würde sie tatsächlich relativ parallel zu dieser Hauptstraße laufen lassen und dabei versuchen, Ortschaften zu umgehen. Ja, dass ihr tatsächlich möglichst wenig Menschenkontakt habt in der Zeit. Achtet bei der Fluchtwegplanung darauf, dass ihr euch verschiedene Checkpoints setzt. Ja, sollte innerhalb dieses Gebietes Wasser auffindbar sein, sodass ihr hier nicht in die Probleme bekommt, nicht ausreichend Wasser zu euch zu nehmen. Und das wäre dann tatsächlich der nächste Killer für euch. Denn das Letzte, was du möchtest, ist, dass du so dehydriert bist, dass du am Ende vom Tag gezwungen bist, in ein bewohntes Gebiet zu gehen, in dem dich dann Aggressoren erwarten, und das Ganze in einem dehydrierten Zustand. Da steigt die Mortalität durch die Decke. Heißt am Ende vom Tag, wir wollen Zivilisation vermeiden, wir wollen schnell aus dem Land, und das Ganze funktioniert natürlich wunderbar über Hauptstraßen. Wenn die nicht befahrbar sind, Nebenstraßen. Wenn diese nicht befahrbar sind, dann durch bewaldetes Gebiet. Und genau hier wartet schon der nächste lebensgefährliche Stolperstein, um den wir uns kümmern sollten. Keine geeignete Ausrüstung für jede Eventualität und Witterung. Hier kann ich dir tatsächlich nur erstmal mein 2600 € Equipment-Video empfehlen. Keine Sorge, das Ganze geht natürlich auch einen ganzen Tacken günstiger. Da gehe ich allerdings sehr detailliert auf die einzelnen Ausrüstungsgegenstände ein. Hier einmal, ich werde es dir in die Kommentare hauen, macht also Sinn, dass du da vielleicht einfach mal reinschaust, denn das würde hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Das Ganze, was du da sehen wirst, muss noch ergänzt werden durch 2, 3 wirklich essentielle und wichtige Gegenstände, ohne die du im Zielgebiet nicht viel tun wirst oder nicht viel tun kannst. Daher macht es natürlich auch da Sinn, einfach dran zu bleiben. Oder anders gesagt, das wäre doch mal ein guter Moment für ein Abo und ein Like, mein Lieber.
Gut, jetzt wissen wir, wohin wir sollen, wie wir dorthin kommen und was du dazu brauchst. Jetzt warten tatsächlich noch 2 weitere lebensgefährliche Situationen auf uns. Situation 1. Du hast nie mit deinem Equipment trainiert und kannst ergo dessen natürlich die Strecke damit auch nicht bewältigen. Ergo dessen sollst du natürlich mit deinem Equipment trainieren. Und auch dazu findest du Videos bei mir auf dem Kanal. Wie das als Anfänger geht, also keine falsche Scheu. Irgendwann fängt jeder mal an. Also raus mit dir. Und dann natürlich noch Situation 2. Du bist die Strecke nie gelaufen. Kennst also keine sicheren Spots, an denen du übernachten kannst und keine Orte, wo du gefahrenlos an Frischwasser kommst. Also sollst du natürlich die Fluchtroute preppen. Denn da wirst du feststellen, gibt's mehr als nur eine Gefahrensituation. Und wenn du wissen möchtest, wie genau man so eine Fluchtroute preppt, worauf man dabei achten sollte und wie man das im Detail angeht, dann rate ich dir spätestens jetzt, mal ganz kurz auf Abo zu drücken. Dankbar wäre ich dir für ein Like, denn dieses Video folgt in Kürze für dich. Mir ist klar, dass die Zeit drängt. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich mit Hochdruck daran arbeite, dir möglichst schnell alle relevanten Informationen bereitzustellen. In diesem Sinne, be prepped to survive. Und nicht vergessen, du liegst mir im Herzen.